So, ahoi meine Lieben, Syd Matters hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge Life is Strange Remastered. Time to get to the bathroom. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. So, jetzt können wir hier auch laufen endlich. So, und wir gehen auch diesmal gleich hin, weil ich glaube, hier hat sich nichts geändert. So viel kann ich nicht noch dran. Daniel, you Was? remember that it's payday? Yeah, payday. I know you didn't forget you owe us cash. I forgot for what? For making sure nobody kicks your ass. So, wir gehen aber jetzt hier hin und betreten die Toilette. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. Ja, I shredded my photo. ja, Then the butterfly flew in. And I took a photo. ja. Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Don't Come on, put that thing ever down! Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. Of people trying to control me. You are going to get in hella more I'm trouble. too for this scared to than get near drugs. this psycho. Nobody would ever even Okay, miss da your können punk wir ass, nicht would they? reingehen. Was haben wir That gun sonst hier away für from me, Möglichkeiten? psycho! Holy shit, I Oh. can't let this happen. No. If I can reverse time again, I can help her. So, wir spulen mal wieder volle Pulle zurück. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people Oh, trying to Feuerlalarm? control me. I need a hammer to break it Hella more open. trouble for this than drugs. Nobody Hammer. would ever even miss your punk ass, would Jetzt they? können wir das. Get Ach, that da gun liegt er away from me, zufällig. psycho! Ja, ja, komm hier so. Er schießt schon wieder. Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No way. Don't ever touch me again, freak! Okay, wir haben sie gerettet. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. Doch, 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 doch. I Wir just haben saw sie a girl gerettet. get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. So, dafür mussten wir nur einmal den Feueralarm einschalten. So, und das das musste jetzt hier alles ein bisschen schneller gehen. Also das ist dann auch so eine Mechanik dabei. Wir spulen zurück, machen irgendwas, nehmen hier einen Hammer vor, könnten dann nochmal wieder zurückspulen. Es wird noch ein paar Situationen geben, wo wir das irgendwie einsetzen müssen. Das ist der Schmetterling noch. Ja, es ist auch so ein Stück weit Butterfly-Effekt hier, das Spiel. Ja. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. So, damit haben wir David Madsen kennengelernt. Und da hinten steht auch der Principal, der Direktor. So, in der Zwischenzeit können wir mal kurz hier, ist ja nur ein bisschen Feueralarm, aber wir wissen ja, dass es nicht wirklich brennt. Wir gehen mal hier auf die nächste Seite. This does not exist. Also kaum ist es passiert, haben wir auch schon den Tagebucheintrag hier geschrieben. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit einem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zusteuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Wäre fast vom Stuhl gefallen.
Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe. Ja, okay, so, dann kommt diese Szene hier auch mit der Spiegelei hier. Das finde ich schon schön gemacht, ja. Das Foto. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich. Dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Und erst jetzt wird es merkwürdig, klar. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte mir, wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Ja, irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Ein Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen von Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo. Bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte sie beide. Sieg. So, und dann haben wir hier noch was Neues. Wir haben freundlicherweise jetzt auch David Madsen kennengelernt. Den Sicherheitschef an der Blackwell Academy. Und wir können, denke ich mal, jetzt darüber gehen zum Direktor. Ist er? Director Wells. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he hate me? You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. So, warte mal. Ich glaube, ich habe damals, als ich das Originalspiel gespielt habe, Nathan gemeldet. Aber ich glaube, mich erinnern zu können, das brachte nicht wirklich viel. Dann versuchen wir es diesmal so. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. So, jetzt kann man nämlich immer wieder zurückspulen und seine Entscheidung nochmal ändern. Aber ich kann mich vage dran erinnern, wenn du Nathan verrätst, dass er mit einer Waffe da war, dann gibt es auch riesen Ärger, weil natürlich Nathans Familie hier wahnsinnig dafür verantwortlich ist mit ihrem Geld, dass es diese Universität hier überhaupt gibt. Und man ist da auch nicht so recht gewillt, dir zu glauben. Max, you better go on outside. Ja, ich gehe jetzt hier. Komm. Wir lassen das diesmal so. Und wir gehen raus.
muss ganz kurz mal. Hier muss ich die Musik wieder lauter machen. So, weil das ist dann halt dieses Ding, dieser Soundtrack ist so geil auf das Spiel abgestimmt. Und ja, ich habe mir natürlich damals den Soundtrack gekauft und der ist auch in meiner Lieblingsplaylist natürlich drin. Und was ich total toll finde an diesem Ding, man kann sich jetzt einfach auch mal hinsetzen. This day has been so insane. Everything is happening too fast. And none of it makes any sense. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Which means somehow I did rewind time. So there has to be a reason. And I have to find out why. Ja, dann kann man hier einfach mal ein bisschen sitzen und entschleunigen. Schön. Und so eine Momente werden uns noch öfter hier wieder begegnen, hier in diesem Spiel, wo du einfach nur da sitzt und einfach mal gucken kannst und ein Judd wanna graduate? Oh, Warren schreibt. Heute ist schon der 7. Wir haben bloß noch 2 Tage Zeit, ein Foto abzugeben. So, wir texten gerade. Hi Max, kannst du meinen Stick mitbringen? Brauche Info und Platz. Hallo? Sorry, bin spät dran, verrückter Tag. Seh dich auf dem Parkplatz. Bin cool, wirst schon sehen. Meine Kamera ist bereit, bis gleich, hoffentlich. So, hier haben wir wieder was getan. Was haben wir denn das jetzt? Achso, guck mal, hier wurde noch ein bisschen Text nachgeschrieben. Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger Chuck Norris Blackwell Ranger ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Direktor Wales einschritt und David wegscheuchte. So. Ich wollte Direktor Wales informieren, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte, wollte aber das Mädchen oder meine Fähigkeit nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Wie sollte ich ihm das erzählen, ohne irre zu klingen? Er fragte, was ich während eines Alarms im Flur zu suchen hätte. Ich bin immer noch froh, dass ich ihm nicht sagen musste, dass Blackwells allergrößter Wichtigtuer in der vorherigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hatte. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Jo. See you in see you. See why? So, wen haben wir hier noch? Direktor Wells. Jawohl, da haben wir auch Direktor Wells. Der hat jetzt auch seine Seite bekommen. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Ja, aber vorher... I bet the Blackwell founders would shit cats if they saw today's student body walking around like zombies on their phones. Irgendwie, ich glaube, das ist hier das zweite Foto, aber ich weiß nicht mehr genau. Muss man dazu... Hier, genau, man muss in der richtigen Position stehen. Das ist auch noch ganz wichtig. Ja, Weitwinkel. So, da haben wir es nämlich. Das ist das zweite Foto.
Ein bisschen erinnere ich mich dann doch noch daran. Was war hier noch neu? Ne, hier sind wir noch nicht weiter. So, und jetzt können wir erstmal, also Aufgabe ist, wir sollen in unser Wohnheim gehen und den USB-Stick für Warren, oder andersrum nicht für Warren, sondern Warrens USB-Stick. Ja, dann doch irgendwie für ihn holen. Thanks for the coins, bitches. Münzen? This is a great image. All those rippling green coins. I hope everybody got their wish. Wollen wir doch auch ein Foto machen? Make me famous. Then fuck me. Naja, jeder wie er macht. Future needs excellent. Jeremiah Blackwell. So, aber bevor wir jetzt natürlich ins Wohnheim gehen, schauen wir uns hier vor Blackwell um und ich komme nicht umhin, ich muss den Soundtrack nochmal loben. Auch hier liegen wieder diese vermissten Fotos rum. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. So, wir fangen hier einfach mal an bei Miss Grant. Jetzt können wir mit ihr auch reden. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Was ist los? Sure, I always have time for you. What's the petition? David Matson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. Ja, das... Ach so, jetzt, das ist jetzt ein bisschen komisch. Also wir haben ja mit Rachel Amber von Die Vermisste nicht wirklich was zu tun, aber sie taucht halt... Aua, immer... Na, Mensch, Entschuldigung. Sie taucht halt doch jetzt hier auch immer wieder auch in Dialogen auf. Und dann I guess cameras could have helped Rachel. I can see both sides. You're fair-minded, Max. And we all pray Rachel is found safe and sound, bless her soul. But this petition isn't about her. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? So, ich kann jetzt hier die Petition gegen Kameras unterschreiben oder nicht und tatsächlich würde ich? Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. Genau. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Die Tat wird Konsequenzen haben und ich könnte sie jetzt zurückspulen und anders entscheiden. Stella? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Ja. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Ja, dann mach. Now that you mention it, he doesn't respond to Victoria's flirting.
That means he has good taste. You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Rachel Amber hat mit Jefferson So, gemacht? you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. So, das ist halt leider so, die Dialoge sind da manchmal dann doch ein bisschen hölzern, weil es wird immer wieder auf Rachel Amber jetzt hingewiesen und ihre Geschichte ist halt wichtig für diese Geschichte hier. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Hier stehen überall Fototafeln rum. Hier liegt hier auf dem Rasen. Weiter. Even. Evan's portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Gucken wir mal, ob wir ihn überreden können, dass wir Hey, uns... Evan, mind if I check out your cool portfolio? Okay, Let's see if genau. you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Who photographed the famous falling soldier? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme Steve. Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born 5 years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. Okay, aber wir können jetzt zurückspulen. Also reden wir mit ihm Hey, nochmal. Evan, mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple question. Ja, komm. So. Wir wissen, dass es nicht Steve war, dann nehmen wir mal Gotta be Eugene. Eugene Smith. Well, they both were famous war photographer images, but you should know the difference. Good try. Wrong answer. Ja, schon wieder verkackt. Dann nochmal zurück. Zack. Und wir reden nochmal mit ihm. Hey, Evan, Let's see if you're worthy of it, Max. You'll have to answer a simple... Was, Robert Robert? Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. My. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Okay, also, ja, mit ein bisschen zurückspulen, ist uns dann doch die richtige Antwort eingefallen. Ja, und dann schauen wir mal, können wir uns das angucken, seine Fotos. These photos are great. And Rachel Amber's face is mesmerizing. Okay, er hat Fotos von Rachel. So, da geht's zum Wohnheim, da wollen wir später hin. Vorher gucken wir hier noch ein bisschen, was wir sonst noch hier alles finden können. Hier ist ein Graffiti. Clever. Vortex Club sucks. Schön. Luke? Hello? Max, I don't feel like talking. What's wrong? Nathan Prescott, little rich bitch kid. He thinks he can own people like his parents own Blackwell. Like he owns the Vortex Club. Yes, he's a nasty piece of work. Somebody needs to take that prick down. It'll happen. Karma doesn't play favorites. Yeah, history always proves that, right? Just wait for justice, you sheeple. Er ist schlecht gelaunt. Naja, gut. So, wir gucken weiter. Erstmal können wir hier noch ans Foto gucken? Ja. That's one of his famous shots. I love how it captures the moment. Daniel.
What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Und alle hatten irgendwas mit Rachel zu tun. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Good, good. Best portrait ever. Diese Tat wird Konsequenzen haben. Können wir nochmal mit ihm reden? Thanks, Max. I'd like to draw you another time if you want. Haben wir denn hier was Neues? Nee. Aber warum zeigt er mir da immer noch den Stern an? Ich weiß auch nicht. So, also Daniel kannte auch Rachel Amber. Alle kannten Rachel Amber, nur wir kannten sie halt überhaupt nicht, weil wir ja gerade erst wieder zurück sind hier nach Blackwell. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. So, dann gehen wir hier. Hier haben wir wieder ein Vermisstenfoto, Poster. I've never seen so many missing persons posters for the same person. I could go for a burger now. Auf der Suche nach Magie und Abenteuer wirft den 20-seitigen Würfel. Ah ja, schließt sich der Spielgruppe der Blackwell Wissenschaftler an. Jeden Mittwoch im Wissenschaftssaal. Spiel der Woche wird noch angekündigt. Basiswissen zu Spielregeln und Etikette erwünscht. Cosplay und Mädchen willkommen. Hungrig, das Two Wales Diner, der beste Burger Origins. Ja, da wird halt so eine Art Pen-and-Paper-Spiel angeboten. Wir gehen mal zu Justin. Yo, Justin. Yo. Check out the Max. Come to thrash? Was? Ja. Thrash? You mean stage diving or... You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Okay, dann, wir können ja nachfragen und dann nochmal mit ihm reden. Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Na klar, Nose... I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Ja. Hier, I'd Daniel. love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Nicht schlecht. Ich hätte es allein nicht viel besser hinbekommen. Hey. You're not really a skate Betty. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board too. Rachel, Amber, and her punk friend used to love skating with us. Okay, Rachel und ihre Punkerfreundin. Who was Rachel's punk friend?
I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Okay. You knew Rachel? She used to chill with us sometimes, but one day she just vanished. I hope she's living the dream somewhere. And if anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Okay, also. Ja, die blauhaarige Punker-Girl ist eine Freundin von Rachel Emma gewesen. Und seitdem Rachel weg ist, ist auch das Punker-Mädchen kaum noch da. Wo wir sie ja heute erst auf der Toilette gesehen haben. So, was haben wir hier noch Schönes? Da hinten haben wir Sportplatz. Hier steht ein Fahrrad rum. Wie war das nächste Foto? Irgendwie Bilderwand. Ah, warte mal, hier mit ihr können wir auch noch reden. Gucken aber erstmal hier zu den beiden Jungs. Nee, nicht zu den beiden Jungs. Hayden und... Oh, der Colonel. Hey, Hayden. There she is, the retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell, especially when one represents the Vortex Club. No. Not to boast. Yeah. What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. You mean hang with the Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh, yeah, and she was hot. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. Ja, was ist mit ihr What do you passiert? think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Ja, er ist ja so furchtbar cool. Da sammeln sich die Mädels um ihn. Ja, so der coole Vortex mit Typ ist. So, was haben wir hier? Brooke? Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny, Warren said you were smart.
Please, step back. Oh, die ist garstig. So, warte mal, wir waren da. Wir können aber hier in ihre Tasche gucken. What a complicated name for such a tiny drone. Die Highfly Evo B400. So, das ist jetzt eine wichtige Information, die wir gesammelt haben. Genau, jetzt spulen wir zurück. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Ja. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. Die richtige Antwort wäre ja gewesen, das steht auf der Verpackung, die da in deinem Rucksack ist. So, wir können jetzt hier natürlich nicht steuern, aber, also nicht selber steuern, aber wir fliegen nochmal mit der Drohne. Obwohl natürlich diese Kameraqualität jetzt nicht so geil ist. Ja, genau. Genau so fliegt man das, wenn man das erste Mal eine Drohne in der Hand hat, ne? Durch den Baum, genau, damit die Rotorblätter auch ja nicht kaputt gehen. Ich glaube, warte mal, sind wir jetzt einmal rum? Ja, wir sind jetzt einmal rum. So, hat Spaß gemacht. So, dann können wir in diese Richtung noch mal ein bisschen schauen. Was haben wir hier? Noch ein schönes Foto von Jefferson. Und hier noch ein Foto, aber die können wir nicht mehr speziell angucken. Da geht's zum Parkplatz. Ach, da müssen wir später hin, wenn wir den USB-Stick haben. Now I have to go back to the dorm. This day never ends. So, hier haben wir wieder ein Flugblatt. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Ja, genau. So, Multitasking beschäftigt deinen Geist, nicht deine Seele. Soziale Medien sind kein Ersatz für die Realität. Besuche das Buddhismuszentrum. Stopp das Mobbing. Niemand, der mobbt, hält sich für einen schlechten Menschen. Denk nach, bevor du handelst. Wenn du Gefahr läufst, jemanden zu mobben, besuche Bali for You. Wir stehen hinter dir. Bibelkreis. Auf der Suche nach anderen Christen für Lesungen und Diskussionen. Danke an Gott und segne dich. Kate M. at Blackwell Academy. So, dann haben wir hier auch wieder so ein vermissten Poster von Posters Rachel. over posters? Somebody really wants to find Rachel Amber. Ja. So, hier geht's in die Schwimmhalle. No, I don't want to go there. And this is where the otters perform their aquatic magic. I don't want to go that way. Otter power? I'm so not there. Nope, I don't want to go there. Ja, ja, ist ja gut They jetzt. sure get a lot of mileage out of otter power. Blackwell Academy Otter Power. Ja, die Otter. Das ist halt das Schwimmteam hier. So, was haben wir hier noch Schönes? Oh, ein Graffiti. Oh, that's not nice. Poor little otter. Und das scheint hier so die Raucherecke zu sein. Ew, gross. At least switch to E6. Dazu kann ich nicht viel sagen. Ach, wie schön. Das läuft doch gar nicht weg. Ach, schön. Da sitzen auch welche im Gebüsch.
So, und ich denke, dann haben wir alle, ne? Wir hatten Brooke, wir hatten die Skater-Jungs da hinten. Wir waren hier am Brunnen. Wir hatten mit Miss Grant geredet. Hier, Taylor? Hayden. Taylor, Hayden. Wer soll sich das alles merken? Miss Grant hier, Stella, genau. Daniel. Sie hier konnten wir nicht ansprechen. Das können wir auch immer noch nicht. So. Main Building, Parking, Dormitories. So, mit Steven hatten wir geredet. Und wer war das da hinten? Luke. Ja, dann sind wir soweit hier fertig, würde ich sagen. Oder? Ja. Wir müssen das Foto finden. Na, ich habe schon eine Idee, wo wir das finden. Ungefähr da, wo das Selfie gemacht wurde, was wir in der Toilette zerrissen haben. I need to go there and grab Warren's flash drive. Ja, machen wir. Achso, Leertaste. So, dann gehen wir da noch hin, dass gespeichert wird. Come on, Logan, bring it, bro. Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. Das machen wir aber erst später. Vorher gucken wir uns natürlich hier vor dem Wohnheim um. Und das müssen wir dann aber in der nächsten Folge machen. Für heute war es schon wieder ziemlich lange. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ahoi und ciao, ciao.